Hallo und damit herzlich willkommen mal wieder zu einem kleinen KI-Kampf hier auf meinem Kanal. Es ist ja jetzt schon ein bisschen länger her, dass ein neues Video kam. Das lag unter anderem, dass ich halt zu Ostern nicht wirklich da war und ja, dann an der ganzen anderen bumsischen Kacke da, was gerade in meinem Leben so alles abgeht. Heute geht's um die erste Burg oder die erste neue Burg vom Safar. Da die Abstimmung hat ja gezeigt, dass ihr zum größten Teil ich die Burgen halt so vorstellen soll wie beim König Ludwig. Also nach und nach bei einem Kampf oder bei einem KI-Kampf halt. Manche hatten auch sich gewünscht, dass ich halt das in so einem zusammengefassten Video mache. Und ich würde einfach mal sagen, ich mache beides. Es wird so dann für mich ein bisschen mehr Arbeit, aber ich denke, das ist dann auch in Ordnung. Ich würde jetzt aber nicht zu viel am Anfang schnacken. Nicht, dass der Anfang sich wieder hier so ewig lang hinzieht, ne? Und wir spielen heute Safar und Falke, also Stufe 3 und Stufe 1 KI gegen den Wolfie. Ne? Hatte ich so noch nie auf Double Trouble quasi. 2 von meinen eigenen KIs gegen eine Vanilla-KI und wir gehen rein und wir schauen uns die Burg vom Safar an, die ja jetzt neu ist und man sieht auch, denke ich, schon am Anfang, ich habe denen hier so eine kleine Pause gegeben, damit er halt hier seine Sorti-Schwertkämpfer halt ausbildet, seine arabischen Sorti-Schwertkämpfer quasi, damit er da erstmal das Gold halt da reinballert. Ich möchte Burg 2, das ist jetzt Burg 2, weil Burg 1 ist die Burg, die ihr jetzt schon immer gesehen habt. Na, also die möchte ich damit reinnehmen in die ganze Chose da, habe ich auch noch in ein ganz kleines bisschen überarbeitet, aber jetzt nicht so viel, dass man sagen kann, das ist jetzt noch ein eigenes Video wert, weil ihr kennt alle die eigentliche Burg 1 vom Safar oder die ursprüngliche Burg und ja, deswegen zeige ich die jetzt nicht nochmal, die werde ich aber zur Vollständigkeit halber in dem abschließenden zusammenfassenden Video halt reinnehmen trotzdem, weil das ja auch eine Burg ist vom Guten hier, na, genau. So, beim Safar muss ich dazu sagen, ich habe mir da bei den Burgen sehr viel kreativen Freiraum genommen. Also, beim König Ludwig war ja das alles so ein bisschen mehr oder weniger, außer die Front. Da habe ich ein bisschen rumgespielt und rumgetestet und so weiter. Beim Safar ist es noch ein bisschen extremer. Die anderen Burgen, ja, vielleicht habe ich es da ein bisschen übertrieben, aber ihr werdet sehen. Bei manchen Burgen bin ich mir auch noch nicht hundertprozentig sicher, ob ich die so lassen soll. Weiß ich jetzt nicht genau, ne? Falke lasse ich jetzt mal außen vor. Der hat jetzt hier noch seine Standardburg. Es soll ja heute nur um den Safar gehen. Weil sonst werde ich ja, glaube ich, gar nicht mehr fertig. Und ja, also ihr könnt wirklich gerne in die Kommentare schreiben, was ihr von den Burgen haltet, ob die noch irgendwie was anderes haben sollen, ne? Handy, bleibe aus, bleibe ruhig, mein Freund und Kupferstecher. Und ob ich da halt noch irgendwie was ändern soll, das ganze Burglayout vielleicht noch ein bisschen anpassen soll, wenn ihr da irgendwas Gravierendes findet, auch an die Profis, also Crusader Pilaf und die anderen, Nevikov und so weiter. Wenn ihr hier fatale Dinge seht, was ich hier gebaut haben könnte, dann ja, schreibt es sehr gerne in die Kommentare. So, der baut hier noch ein bisschen rum, ein bisschen auf. Hier kommt schon der erste Angriff vom Falke, der sollte aber hier gegen den Wolf nichts ausrichten. Jetzt erzähle ich euch mal ganz kurz, was bei mir noch so los ist. Am Mittwoch, letzte Woche, hatte ich quasi mein Gespräch auf Arbeit. Das lief erstaunlicherweise, kann man eigentlich nicht sagen, weil ich wusste eigentlich, dass das schon von vornherein nichts Schlechtes sein kann. Es lief echt gut. Hab zwar ein bisschen,
so ein bisschen, wie soll ich sagen, nicht Anschiss, aber so eine kleine Respektschelle bekommen. Im wörtlichen Sinne, na, nicht in echt. Das dürfen die ja nicht. Und ja, na, aber alles in Ordnung. Ich habe noch meinen Job, also passt es noch ganz gut. Danach war ja direkt Ostern. Auch jetzt nochmal von mir persönlich. Ich hatte ja schon mal in den Community-Tab reingeschrieben. Und ja, deswegen jetzt auch nochmal von mir persönlich frohe Ostern an jeden, der das hier sieht und anschaut. Hier kommt jetzt schon der erste Angriff. Gut, der erste Angriff ist jetzt nicht ganz so wild. Die müssen halt beide skalieren. Wolf geht natürlich auf den Schwächsten und das ist nun mal leider hier der gute Kerl. Weiß nicht, ob das so geil ist. Aber ja, ne? Es geht ja hauptsächlich um den Fratz hier drüben. So, wir gehen hier nun mal noch ein bisschen weiter runter. Hab dann dadurch jetzt auch ein bisschen mehr Zeit. Meine Gedanken sind wieder rein und so weiter und so fort. Ne? Hatte jetzt bloß ein bisschen, ja, nicht Stress, aber war ein bisschen abgelenkt wegen Ostern jetzt noch, weil ich da bei meinen Leuten mal wieder war. Aber jetzt würde ich hier mal ein bisschen auf die Burg eingehen. So, das ist wie gesagt Burg 2. Burg 1, habe ich ja schon gesagt, ist die Standardburg, die ihr schon kennt. Und ich habe mir hier mal was komplett Neues einfallen lassen. Sieht aus wie so ein, irgendwie wie so ein Ziegenkopf, oder? Hier, das sind hier so Hörner und so weiter. Ja, keine Ahnung, ne? Oder auch nicht. Vielleicht ist meine Fantasie auch ein bisschen im Ass. Nee, aber hier mit so diesen zweiten Wall hier ein bisschen aufgebrochen. Hier vorne halt mit Mauer, hier hinten quasi mit Burggraben, sodass halt hier nur die 2 Torhäuser offen sind quasi. Der hat natürlich, na, Safar hat ja natürlich hier Feuergassen am Start. Ich guck gerade mal, ob ich hier... Ich hab glaube ich, was Wesentliches für einen Safar vergessen. Nämlich seinen Hackblock genau vor seinem Pennerhof. Habe ich, glaube ich, vergessen reinzumachen. Ja, hat hier nicht ganz vollen negativen Angstfaktor. Das denke ich auch mal eine ganz gute Abwechslung. Ist hier irgendwas Interessantes? Nee. Dann halt hier vorne in relativ dicken Wall hingesetzt an der Front, damit er da nicht gleich durchbrochen wird. Worauf schießen die denn hier? Ach, auf die. Okay. Und ja. Also niedrigen Wall, dann mit ein paar Treppenstufen wieder. Ich mag das ja so sehr. Und hier rechts dann nochmal so ein Ärmchen quasi. Aber ja, greift da. Nee. Muss ein bisschen drauf achten, nicht, dass ich irgendwas verpasse. Genau, dann halt hier wieder dieses Torhaus. Hier wieder Feuer, ne, ist klar. Der hat auch hier, ja, da jetzt kein Feuerwerfer drauf. Wo hier eigentlich auch eine Position da ist. Dafür hat er halt hier 4 drauf. Okay, ja gut. Dann hat er halt hier 4 drauf. Ach, Himmel. Himmel, Herrgott. Hier steht einer. Hier oben, also auf der Seite steht quasi gar keiner. Dann habe ich ihm hier noch so ein bisschen mit den 2 Tower 1 Türmen so einen kleinen, ja, wie soll man das nennen? Also die Mauer geht, man kann nur hier über dieses Torhaus quasi gehen. Und dann hier einmal drum rumlaufen, dass man hier zu den Türmen kommt. Ansonsten gibt es hier nämlich keinen Zugang. Ich weiß jetzt nicht, ob die hier das als Zugang sehen, diese Ecke quasi. Aber ja. Ja. Gut, hier brennt es ordentlich. Oha. Jetzt kommt gerade Wolf raus. Und genau, ne? Das ist eigentlich so Burg 2 noch mit am simpelsten gehalten. Im Gegensatz zu den anderen Burgen. Da, ja, ne? Ihr werdet es sehen. Auf jeden Fall muss ich noch den Hackblock hier einstellen. Und was ich auch gemacht habe, ich werde Burg 2, also die hier, und Burg 7, die werdet ihr dann in den laufenden Videos, denke ich,
sehen irgendwann, die Rush sicher machen, also gegen Skorpion und so weiter. Ich hab da eigentlich, ja, die Idee quasi, dass er mindestens 2 Bogen hat, die halt Rush unempfindlich sind. Die anderen Bogen, ja, lasse ich einfach so, dass es halt nicht komplett, ne, ausartet hier. Ist ja nicht der Falke. Der Falke hat ja komplette Rush-feste Burgen quasi. Ja. So, mal gucken, ob hier der Falke gleich fällt. Ach so, ne? Und ihr habt ja hoffentlich alle mein Video mit der Liste gesehen. Die Tonalität und das, was sie halt hier labern, habe ich natürlich noch nicht angepasst, weil es ja in meiner Liste ja weiter unten steht. Ja, damit ihr da Bescheid wisst, warum warum die vielleicht nicht richtig reden können oder so, ne? Genau. Setzt er sich hier durch? Nee, er kriegt es noch abgewehrt. Sehr schön. Sehr schön. Sehr schön. Wir gehen hier hoch. So. Ja, genau. Ich finde eigentlich, Burg 2 ist so eine gewisse Mischung aus beiden. Hat auch Schwächen, vor allem hier die Torhäuser. Obwohl ja dann eigentlich hier und dort drüben ein Feuerwerfer draufstehen soll. Jetzt stehen halt hier an der Seite 4. Aber gut. Ja. Weiß nicht, ob man das dann noch irgendwie anders einstellen kann, dass da die Feuerwerfer sich besser verteilen oder so. Aber ich glaube es nicht. Ich glaube es ehrlich gesagt nicht. Hat auch hier jetzt Bildintervall. Ja, Bildintervall von 2, so wie jede KI, damit es da nicht so schnell geht und damit die KIs da nicht so viel Gold verbraten. Aber Falke hält sich hier echt gut gegen den Wolf, hätte ich jetzt nicht gedacht. Gut, er hat auch neutralen Angstfaktor und er hat halt hier negativen Angstfaktor. 3, glaube ich, ne? Ist es? Ja. Genau. Also ich weiß nicht, ob ich hier die Angstfaktor, jetzt hat er sogar auch -3 Angstfaktor. Er kriegt auf jeden Fall noch seinen Hackblock, den ich hier übersehen hat. Hab das jetzt auch hier so ein bisschen geändert, weil viele gemeint hatten, dass es hier ein bisschen zu OP ist oder nicht so schön ausschaut, wenn hier direkt 2 Torhäuser ineinander stehen. Ich glaube, das war Crusader Pilaf oder so. Ach, ja, irgendjemand hat es mal gesagt. Weiß ich jetzt nicht mehr hundertprozentig. Aber ja, so versetzt 2 Torhäuser. Und damit es halt hier so ein Doppelring ergibt, ne? Also ist eigentlich selbsterklärend, die ganze Chose dort. So, was haben wir denn hier? Wir gehen wieder hoch mit der ganzen Lumperei. Falke kommt wieder raus. Ja, die müssten eigentlich mal mehr oder weniger zusammen angreifen, damit hier mal irgendwas zustande kommt. Aber wollen sie nicht, machen sie nicht, haben keine Lust. Kommt hier ist Walfi wieder raus. So, der Safar hilft hier dem Falken so ein bisschen und baitet so ein bisschen die Truppen zu sich. Und sodass der Falke hier vielleicht nochmal überleben könnte. Ich weiß es nicht. Gucken. Jetzt ist hier Durchbruch. Dann schalten sie um. Jetzt schalten sie um. Aber ich glaube, jetzt ist es zu viel. Oder? Na. Er steht relativ weit vorne. Fühlt sich immer noch nicht bedroht. Ja, okay, das war's. Das war's. Hier oben steht er. Eine Nachricht vom Falke. Ich falle mit dem Gedanken daran, ein schönes Leben gehabt zu haben. Okay, fühlt sich also gar nicht bedroht. Auch okay. Jetzt Eine eigentlich... Nachricht vom Wolf.
Der Meister hat den Wunsch, die Herrschaft über eure Länder zu übernehmen. Macht euch bereit. Eigentlich ein perfektes Timing zum Kontern, aber ja, Armbrustschützen machen da halt noch ihre... Trotzdem, dass sie hier einen negativen Angstfaktor haben, ihre Arbeit und somit dürfte hier auch nicht so viel passieren. Die Rammböcke hier, hat ja insgesamt 6 Rammböcke, glaube ich, der Safar, sind hier nicht weit gekommen, außer dass sie hier den einen Turm weggeschnetzelt haben, weggebockelt haben. Er kommt zumindest schon relativ weit. Was heißt relativ weit? Aber ja, er muss halt hier durch diesen quasi Doppelring durch. Und da braucht er auf jeden Fall noch mehr Truppen als die paar quasi. Na, aber Potenzial, denke ich, ist schon da. Das Torhaus ist hier schon ganz gut angeknackselt. Das geht hier noch relativ gut. Wird jetzt auch angegangen. Aber ja, das sollte hier nicht mehr allzu gefährlich werden. Vom Wolfvieh. Wolfvieh? Oh. Das Torhaus hier. Oh, das Torhaus ist hier. Wenn sie das jetzt übrig lassen, dann ist es für den... Nee, reißen es doch noch ein. Na gut. Aber hätten die das jetzt hier mit so wenig Leben übrig gelassen, dann hätten sie schon mal einen guten Angriffspunkt quasi für den nächsten Angriff. Es ist bloß hier oben das Torhaus noch gelb angekratzt. Aber jetzt schauen wir einfach mal, wie die Verteidigung von der Burg hier funktioniert. Habe ich auch noch nie getestet, die Verteidigung. Ob die jetzt gut oder schlecht funktioniert. Ich denke, die Feuergassen, zumindest die hier, weil hier halt insgesamt 4 Feuerwerfer stehen. Einfach 4 Stück. Und der Turm jetzt hier auch nicht so in dem Schussfeld von den arabischen Bogenschützen und Armbrustschützen liegt, denke ich, könnte er zumindest von der rechten Seite schon ordentlich tanken. Von vorne bei der Burg auf jeden Fall am besten, ne, wegen dem Doppelring. Hier auf der Seite, ja, hat er nur hier zwischen in dem Vorgang, oder nicht in dem Vorgang, in dem Zwischengang von der Mauer und dem Burggraben eine Feuerfalle quasi. Also Pechgrube. Na, ist klar. Und ja, wir schauen uns das einfach mal an, wie das hier geht mit der Burg. Es kann ja auch sein, die ist hier mit die schwächste oder so. Ja, dann sehen wir das auch gleich. Sind schon ordentlich Truppen hier. Obwohl es erst 1198 ist, aber gut. Das ist natürlich dann dementsprechend geschuldet, dass er hier schon ordentlich Truppen für einen Falke sammeln musste. Die Front tankt hier die ganzen Steine ab. Das sind hier Buddelpikiniere. So. Da war eine Feuergasse. Ja, hier ist die nächste bei dem Tor. Da wird ordentlich flambiert und die gehen jetzt, glaube ich, hier vorne hin. Da auch noch mal ein bisschen Feuerverteidigung. Wo ist denn jetzt der Durchbruch? Ach, hier an der Seite. Ja, gut. Da, wo halt keine Feuerwerfer stehen, weil hier alle dort drüben stehen. Da stehen jetzt insgesamt 5. Auch geil. Auch richtig cool. Na, aber wenn die sich so aufteilen und dann hier durch die ganzen Flammen rennen, braucht er schon mehr Truppen auf jeden Fall, der Wolf. Er soll ja auch so ein bisschen tanky sein, Safar, damit er ja nicht gleich drauf geht. Ist ja, wie gesagt, eine Stufe 3 KI. Seine Wirtschaft läuft dennoch, obwohl hier ein Angriff läuft, trotzdem weiter. Dadurch er ja hier in jeder Richtung ein Torhaus hat. Kann ich den mal anklicken hier? Geht es? Ach ja, hier, gelbes Leben. Okay. Ja gut, wir schauen einfach mal. Wir gehen hier wieder hoch. Mit der Geschwindigkeit. Und
Gucken mal, wie es hier weiterläuft. Weiß nicht, ob ich hier ein Rückmatch mache. Ich glaube schon, damit das Video nicht ganz so kurz geht. Und die müssen hier, geht doch mal auf das Torhaus hier, meine Jungs. Das Torhaus ist tot, aber jetzt kam gerade da gerade eben der Wolf mit seinen Angriffstruppen raus. Eieiei, das sind aber schon arschviele hier. Aber es ist ja nicht ohne Grund, dass der Wolf die stärkste Vanilla-KI ist. Eine Nachricht vom Safar. Jetzt nimmt verflucht nochmal eure Waffen in die Hand und vertreibt die Angreifer. Jo. Hier, das Feuer wird gezündet. Dass die sich aber auch nicht verteilen, die Feuerwerfer. Das schwächt den Safar hier ungemein. Hier wird zwar ordentlich flambiert. Es könnten die theoretischerweise hier noch ganz gut abwehren. Aber hier ballern halt 5 Feuerwerfer rein. Jetzt ist hier Durchbruch. Schaffen sie es nochmal? Ich weiß gar nicht, ob er hier in Feuerwerfer auf seinen Keep draufstehen hat. Eigentlich dürfte er keinen draufstehen haben. Aber scheinbar steht hier trotzdem einer drauf. Oder? Ich weiß gar nicht. Wahrscheinlich durch den, dadurch, dass er sich bedroht gefühlt hat, hat er hier ein paar Feuerwerfer rekrutieren können. Und die stehen jetzt hier oben drauf, was ihm natürlich sehr hilft. Aber ja, hier sind noch ordentlich viele Armbrustschützen am Start. Und jetzt kommen hier auch noch Raid-Ritter rein. Eieiei, das sieht hier gar nicht gut aus. Er bekommt sich auf jeden Fall nochmal verteidigt. Hat auch hier Sorti-Slinger am Start. Kommen hier noch die... Wo gehen denn die drauf? Hier ist der Kornspeicher. Oh, die reißen den Kornspeicher ab. Eieiei. 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 Er hat keine negativen Angstgebäude hier noch stehen, aber es ist schon stark eingebrochen, die ganze Verteidigung. Wolf hat auch 7900 Gold und der Angriff läuft hier. Ist es hier noch sein Angriff? Nee, das sind Störkatapulte und Störballisten. Ja gut, ne? Also, puh. Man sieht, glaube ich, aber ich denke halt, dass die Burg hier, dadurch, da ja hier schon skalieren konnte wegen Falke, dass die Burg hier trotzdem Potenzial hat, angreifende Armeen halt gut abzuwehren durch das Feuer. Ist halt bloß ein bisschen schade, dass halt hier 0 Feuerwerfer draufstehen und irgendwie will er da, jetzt stehen hier hinten 2. Hier oben auf dem Turm stehen noch 2. Aber eigentlich steht hier auf dem Torhaus noch einer und ich dachte meines Erachtens auch hier auf dem Mauerstück. Oh, jetzt kommt er schon wieder. Eieiei. Du Scheiße. Eine Nachricht vom Safar. Jetzt ist in der Front. Eure Waffen in die Hand und vertreibt die Angreifer. Okay, jetzt ist in der Front. Die laufen jetzt hier übers Vorratslager. Hier wird zwar noch ein bisschen flambiert und ein bisschen Feuer reingeworfen, aber ja, in der Front hatte natürlich kaum Feuerverteidigung, sondern nur an den Seiten. Aber okay, gut, so ist es halt. Wenn er Glück hat, werden jetzt hier ein paar Angriffstruppen noch flambiert, aber die Pioniere halten schon ordentlich viel aus. Sind auch relativ viele da und da fällt er. Wie kann man nur so nutzlos sein? Nun werde ich euch heimsuchen und mein Geist wird sich über euch lehnen. Ja gut, ne? Eine Nachricht vom Wolf. Eine Nachricht vom Wolf, ja. Wirtschaftsleistung ist, denke ich, auch bei der Burg relativ in Ordnung. Auch mit negativen Angstfaktor, ne? Ist klar. Hat, ja, gar nicht mal so wenig Truppen ausgebildet. Aber okay.
Gute Sache auf jeden Fall. Dann tausche ich die einfach mal und wir gehen sofort wieder rein. Gehen hier mit auf die schnellste Geschwindigkeit, so dass es hier gar nicht lang dauern kann. Oh, falsch begonnen. Und dann, ja, gucken wir mal, was hier wird. Wolf wird wieder auf den Falke gehen, ist klar, ne? Aber wer weiß, vielleicht ist jetzt hier in der Position die Burg besonders tanky oder so. Oder was weiß ich. Ne? Gucken wir uns das einfach mal an. Lasst jetzt den Anfang ein bisschen durchlaufen, bis hier die einzelnen Angriffe durchgelaufen sind. Und danach, ja, schauen wir einfach mal, wie es hier weitergeht. Ich weiß gar nicht, ob hier Wolf gerade eine andere Burg baut. Ja, er baut eine andere Burg, weil ja hier das an der linken Ecke quasi ein bisschen anders ausschaut als bei der letzten Burg. Ist auch hier noch so ein... Alter, das sieht aber auch nett aus. Ja, ne? Ich habe auch gleich darauf geachtet, dass ich hier die Lücken halt vom Tower 5 halt schließe. Na, damit da keine Beschwerden gegen mich eintreffen quasi. Und genau, ne? Hab auch nicht jeden Turm hinten ummauert, was ja Crusader Pilaf relativ gern bei seinen Burgen macht, sondern das auch ein bisschen mit ja, Wirtschaftsgebäuden, wie zum Beispiel hier mit der Bäckerei und dem was ist das? Brunnen oder ein Galgen? Galgen ist das. Gesichert quasi. Und ja, damit das so ein bisschen ein wenig Abwechslung reinkommt, ne, in der ganzen Problematik. Eine Nachricht vom Falke. Nun schauen wir doch einmal, ob ihr mich mit so einer mickrigen Armee schlagen könnt. Na, sind es schon genug? Wo steht er? Er steht ganz hinten in der Ecke. Sieht auch cool aus, wie er ganz hinten in der Ecke steht. Reicht natürlich noch nicht, aber diesmal hat er sich wenigstens mal bedroht gefühlt. Wenn man so schaut, ne, denkt man, der steht unten. Aber ne, er steht hier ganz hinten in der Luft. Sieht aus, als würde der in der Luft schweben. Aber na gut, ein Falke fliegt ja auch, ne? Normalerweise. Normalerweise fliegen die ja auch am Himmel. Gut, wir gehen hier wieder hoch. Schauen hier einfach mal, wie das Rückspiel läuft. Vielleicht schaffen sie es ja mal irgendwann hier gemeinsam anzugreifen. Ich glaub's aber nicht, weil er hat ja hier eine sehr, sehr kleine Attack for Space. Deswegen muss er ja öfters rauskommen, um mal überhaupt ein bisschen zu skalieren. Safar, gut. Die arabischen Schwertkämpfer braucht halt einfach mehr. Er braucht mehr Zeit. Vielleicht, wenn er hier mit dem König Ludwig zusammenkämpft, dann würde das hier besser funktionieren. Wenn ihr mal Bock habt, könnt ihr auch gerne mal in die Kommentare schreiben. Dann lasse ich mal ein paar von meinen KIs. Eine Nachricht vom Falke. Nun schauen wir doch einmal, ob ihr mich mit so einer mickrigen Armee schlagen könnt. Das war's jetzt. Ja, das war jetzt. Eine Nachricht Das war vom klar. Falke. Ich falle mit dem Gedanken daran, ein schönes Leben gehabt zu haben. Ja, das hast du wirklich. Nee, aber wenn ihr Bock habt, dann kann ich mal so meine... Eine Nachricht vom Wolf. Der Meister hat den Wunsch, die Herrschaft über eure Länder zu übernehmen. Macht euch bereit. Ist jetzt gut hier? Ich will hier reden. Mensch, Kinder. Auf jeden Fall, wenn ihr Bock habt, dann kann ich mal meine KIs quasi mal testen, was denn nötig wäre, um den Wolf halt zu knacken. Ja, also wenn ich hier verschiedene Konstellationen ausprobiere, gut, Safar und Nordian war ja jetzt schon mal dabei, jetzt war Safar und Falke dabei oder jetzt am Start. Und dann könnte ich ja nochmal Safar und König Ludwig zusammen antreten lassen oder König Ludwig und Nordian oder so ein Bums halt. Na, also wenn ihr darauf Bock habt, dann
kann ich das ja auch mal machen. Oder ich mache das mal so auf Iron Hills oder irgendwo. Doch, auf Iron Hills? War das Iron Hills? Ja, ich glaube schon. Dass ich da einfach mal teste, wie viele Nordiane, sagt man das so? Nordiane oder wie viele Falken es brauchen, quasi den Wolf hier einzudrücken oder einzureißen. Ja? Also ich glaube, der Utwin hat es mal gemacht, dass er den Wolf hier gegen verschiedene Anzahlen? Ach Gott, ich laber schon wieder. Aber verschiedene KI-Konstellationen halt testen oder antreten lässt. Je nachdem, wie viele KIs man halt braucht. Ne? Also 2 Ratten, 3 Ratten, 4 Ratten, 5 Ratten und so weiter und so fort. Ne? Ja, das wollte ich halt eigentlich damit sagen. Gehen ja noch ein bisschen hoch mit der Geschwindigkeit. Ich habe jetzt seit Mittwoch nicht mehr aufgenommen. Fühlt sich schon wieder so ein bisschen komisch an, dass ich hier davor sitze und keiner mir antwortet. Aber gut. So ist es halt. Der Angriff sollte hier noch nicht allzu gefährlich sein. Denke ich, hoffe ich. Hier wird Feuer gezündet. Wird gezündet. Ich muss ja nochmal nachgucken, warum er hier keine Feuerwehre drauf hat. Durchbruch ist zwar jetzt hier gegeben, aber Safar ist, glaube ich, zu Hause. Ja, der ist mit seinen Angriffstruppen zusammen. Und deswegen wird hier nichts passieren, außer er brennt jetzt ab. Aber ich glaube auch, die Burg hier ist ein bisschen feuerfester als die ursprüngliche. Dadurch der Abstand hier an den seitlichen und frontalen Gebäuden größer ist als bei den Gebäuden bei der ersten Burg, die ich euch gezeigt hatte. Ne? Der Schwertkämpfer überlebt hier. Ist eine Frechheit. Ja, hier stehen noch ein paar Störballisten rum. Die kriegt er nicht ganz weg. Und noch, sind es noch Angriffstruppen hier? Er rekrutiert er schon? Ich weiß gar nicht. Ja, er rekrutiert schon wieder. Wo hier noch ein paar Bogenschützen rumstehen. Was natürlich dem Safar gar nicht gut geht. Oder gar nicht gefällt. So rum wollte ich es auf jeden Fall sagen. Jetzt schickt er hier Sorti-Schwertkämpfer raus. Kommen die überhaupt bis dahin? Ja, eine kriegen sie weg. Müssen sie nur noch die andere hier wegmachen. Jetzt haben sie es mal geschafft. Na schön. Das muss heute auch noch mal gemacht haben, ne? Die ganzen Ballisten weggeschlitzt. Ja, die Ritter knabbern hier schön an den Mauern, was natürlich hervorragend ist. Jetzt kommt hier Safar nochmal zum Gegenangriff raus. Aber das sollte nichts machen. Wie die Angriffe einfach übelst verpuffen. Also Safar und Falke sind jetzt nicht ganz so das perfekte Team. Weil auch Falke nicht so auf Raiden geht, so wie andere Stufe 1 KIs, sondern mehr auf Angriffe. Und ja, aber gegen einen Wolf, der so viel Verteidiger hat, ja, helfen glaube ich auch nicht dauernde Angriffe. Das hilft glaube ich gegen andere Stufe 3 KIs oder so, oder keine Ahnung. Eine Nachricht vom Safar. Jetzt nehmt verflucht nochmal eure Waffen in die Hand und vertreibt die Angreifer. Das sind die allgemein die ganzen Textpassagen möchte ich ja komplett erneuern, damit da noch ja was Besseres steht, damit es auch so ein bisschen zum Charakter passt. Ne? Aber das kommt alles mit der Zeit. Oder das hat alles seine Zeit so rum. Aber ich glaube, er hat sich jetzt von dem Angriff hier besser erholt als
Also es war jetzt auch der zweite Angriff hier auf den Safar und seine Burg. Und als er noch hier drüben stand, war er jetzt schon sehr, sehr eingedrückt. Er ist zwar jetzt auch relativ stark eingedrückt, aber er hat nicht komplett alles verloren. Kann jetzt auch hier ein bisschen nachbauen, die ganze Sache hier, obwohl er keinen Stein so wirklich reinkriegt. Jetzt kam man die Lieferung wieder an. Ja, er hat auf jeden Fall kein leichtes Leben, der Gute. Aber naja. Ja, ihr könnt ja mal gerne in die Kommentare schreiben, was ihr von der Burg haltet. Ich werde hier auf jeden Fall nochmal drüber schauen, warum hier keine Feuerwerfer dastehen. Weil eigentlich sind hier diese Feuerwerferspots gesetzt worden, aber irgendwie hat er dann doch keine Lust so richtig. Stehen ja meistens hier an der Seite. Hinten stehen noch zwei. Jetzt kommt der nächste Angriff. Und das sollte es doch gewesen sein, denke ich. Jetzt ist hier, glaube ich, ja, jetzt ist wieder hier vorne durch. Eine Nachricht vom Safar. Jetzt nehmt verflucht nochmal eure Waffen in die Hand und vertreibt die Angreifer. Wolf schießt zwar hier Pestkühe und Steine auf seine eigenen Truppen, aber ja, das sind hier zu viele Schwertis und das sollte es dann gewesen sein. Es ist hier noch ein bisschen Feuer am Start, aber die Pikeniere tanken sehr gut das Feuer weg. Jetzt gehen wir hier mal ein bisschen runter, damit wir auch die Siegesbotschaft vom Wolf nochmal anhören. Eine Nachricht Ich hab... vom Safar. Ach, da vorne stand ganz Kann rechts. nur so sein. Nun werde ich euch heimsuchen und mein Geist wird sich über euch legen. Ja. Nee. Och, Eine nee. Nachricht vom Wolf. Der Meister hat den Wunsch, die Herrschaft über eure Länder zu übernehmen. Macht euch bereit. Ja, 103.000. No. Diesmal ja auch wieder so 200 Truppen auseinander, die beiden hier. Also gar nicht mal so schlecht quasi, zumindest vom Ausbilden der Truppen. Aber gut. Der Wolf hat ja auch die günstigen Pikeniere, sind nicht so günstig. Ich weiß es, glaube ich, gerade gar nicht, aber ich glaube es schon, ne? Sind auf jeden Fall billiger als arabische Schwertkämpfer. 89 Gebäude, Safar hat immerhin 46 eingerissen. Falke, gut, es geht halt nicht so wirklich auf Raid, sondern mehr auf Angriff. Aber ja, na, gegen Wolf ist es dann halt auch schon eine harte Nuss zu knacken. Ja? Ein hartes Nüsschen. So, ich denke, das war es erstmal jetzt wieder für den Anfang. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Lasst sehr gerne eine Bewertung da. Schreibt auch, wie gesagt, gerne in die Kommentare, was ihr von der Burg haltet. Es ist, wie gesagt, noch die normalste Burg von allen Burgen. Vielleicht noch mit Burg 8, weil ich mir da auch noch eine Besonderheit einfallen lassen habe. Auf jeden Fall werdet ihr die jetzt nach und nach sehen. Ich werde das vielleicht so jetzt in den kommenden Videos noch ein bisschen mit auf den König Ludwig ja, meine Konzentration legen, sage ich jetzt einfach mal, weil wir da ja nur noch 2 Burgen haben zum Zeigen und dann sind ja alle 8 Burgen durch quasi und dann werde ich die alle in den Ordner reinpfeffern und dann kann er dann selber entscheiden, welche Burg er denn bauen möchte. Dann habt ihr auf jeden Fall alle König Ludwig Burgen gesehen und dann geht's halt weiter mit dem Safar. Dann würde ich sagen, machen wir Nordian, weil Nordian war ja eigentlich meine zweite KI. Und zum Schluss kommt dann Falke. Ist eigentlich ein ganz guter Plan. Und dann schauen wir einfach mal, wo uns die Reise hier noch hinbringt. Gut, ich höre jetzt mal auf zu schnacken. Wie gesagt, schreibt gerne in die Kommentare eure Meinung dazu. Und dann würde ich sagen, lasst es euch gut gehen. Habt eine schöne Zeit jetzt zur Osterzeit. Und dann sehen wir uns in einem anderen Video wieder. Bis dahin, tschüssi.